Hey zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute echt Hunger, also passt das Thema super. Wir reden nämlich über dieses kleine Wort Mahlzeit. Ja, genau. Mahlzeit hört man in Deutschland total oft, vor allem mittags. Viele fragen sich, warum sagen die das überhaupt? Und wann sagt man es richtig? Also, kurz gesagt, Mahlzeit ist sowas wie guten Appetit, aber auch einfach ein Gruß zur Mittagszeit. Du gehst am Büro vorbei, siehst Leute essen und dann sagst du halt Mahlzeit, ganz entspannt. Genau, und das ist mehr als nur gutes Essen wünschen, finde ich. Es ist so ein kleines Signal, hey, ich sehe dich, wir machen jetzt Pause. Das fühlt sich irgendwie nett und sozial an, oder? Total. Und wichtig ist die Zeit. Meist so zwischen 11 und 2 würde ich sagen. Also wenn Leute Mittag machen, dann passt es gut. Am Abend sagt das eigentlich niemand. Ja, stimmt. Und Frühstück? Eher nicht. Da sagt man einfach Guten Morgen oder Moin, je nach Region. Mahlzeit ist halt für die Mittagspause. Apropos Region, da gibt's echt Unterschiede. Im Münsterland zum Beispiel hörst du Mahlzeit dauernd. In Norddeutschland sagen viele eher Moin, sogar mittags. Haha, ja. Und Hallo geht natürlich immer klar. Manche finden Hallo ein bisschen neutral, fast langweilig, aber es ist sicher. Ich habe gehört, Moin sagen oft jüngere Männer, aber ehrlich, heute sagt's fast jeder. Stimmt. Ich find witzig, manche sagen, Hallo klingt so nach Kindern oder älteren Herren. Keine Ahnung, ob das überall so ist, aber es zeigt halt, wie unterschiedlich Leute das fühlen. Genau, und Mahlzeit kann auch so ein Teamding sein. In manchen Firmen ist es total normal. Du kommst in die Küche, alle sagen im Pro Mahlzeit und man grinst dich an. Es ist so ein kleines Ritual. Und wenn du unsicher bist, also wann du es sagst, dann schau einfach, was die anderen machen. Beobachten hilft echt. Wenn die Kollegen Mahlzeit sagen, sag's einfach mit. Wenn niemand das nutzt, dann lieber bei Hallo bleiben. Ja, das ist ein super Tipp. Beobachten ist sowieso Gold, wenn man neu in Deutschland ist. Nicht gleich alles mitmachen, aber gucken, was passt. Und dann mit der Zeit fühlt es sich natürlich an. Ich erinnere mich an meinen ersten Job. Ich bin um 11:30 durch den Flur gelaufen und habe einfach Mahlzeit gerufen. Eine Kollegin so, wir essen erst um 1. Und ich so, oh Mann, peinlich. Haha, oh nein. Ja, Timing ist echt wichtig. Aber halb so wild, oder? Die meisten lachen dann freundlich und gut ist. Man lernt ja. Genau. Und wenn dir jemand Mahlzeit sagt, kannst du einfach zurück Mahlzeit sagen. Oder danke dir auch. Das ist super easy. Man muss keinen langen Satz machen. Richtig. Und falls du gerade isst, kannst du auch Danke sagen und vielleicht noch lächeln. Das reicht total. Es geht mehr um die Geste als um perfekte Worte. Ich habe auch gehört, dass manche Mahlzeit nicht mögen. So nach dem Motto zu altmodisch oder klingt faul. Kennst du das auch? Voll. Eine Freundin von mir, ihre Frau ist Deutsche und hasst Mahlzeit. Sie findet, es klingt so leer, so wie ein Pflichtwort. Also, man nutzt es nur, weil man es immer so macht. Ja, kann ich verstehen. Sprache ist ja auch Gefühl. Manche finden es warm und freundlich, andere eher, na ja, automatisch. Da finde ich, wenn Leute es mögen, schön. Wenn nicht, kein Problem, dann eben Hi oder Moin. Oh, Genau, Hauptsache höflich. Und noch ein Punkt, Mahlzeit hört man viel unter Kollegen, also Menschen, die sich kennen. Auf der Straße zu Fremden sagst du es eher nicht, außer du siehst, sie essen irgendwo draußen. guter Hinweis. Im Büro ist es echt so ein kleiner Sozialcode. Du gehst in die Kantine, sagst am Tisch Mahlzeit, setzt dich hin. Oder du gehst am Schreibtisch vorbei und jemand isst, dann sagst du kurz Mahlzeit und gehst weiter. Ja, und wenn du in die Küche kommst und jemand schmiert sich ein Brot, dann passt es auch. Aber wenn keiner isst und es ist morgens, dann lieber guten Morgen, sonst gucken die Leute ein bisschen komisch. Manchmal gibt's auch diese witzige, ironische Nutzung. Kennst du das? Jemand erzählt etwas Ekliges direkt vor dem Essen und dann sagt jemand trocken Mahlzeit, so als Witz. Das ist eher Spaß, aber vorsichtig damit, ne? Ja, das ist so ein typischer Bürohumor. Ich würde das als Anfänger lieber nicht machen. Erst schauen, wie locker das Team ist. Ironie kann schnell falsch rüberkommen. Absolut. Noch eine Frage, die viele haben, sagt man Mahlzeit auch, wenn man selbst gar nicht isst? Ich würde sagen, ja. Es ist ja ein Gruß an die anderen, nicht eine Info über dich. Genau. Du sagst es, um die Pause zu markieren. Du wünschst den anderen eine gute Mahlzeit. Du musst nicht selbst essen. Das ist wie guten Appetit sagen, auch wenn du nichts nimmst. Und die Uhrzeit, nochmal kurz, grob 11 bis 14 Uhr. In manchen Firmen schon ab 10, wenn die Frühschicht da ist. Aber abends eher nicht, da sagt man schönen Feierabend. Schönen Punkt. Feierabend ist auch so ein deutsches Lieblingswort.
Nach der Arbeit sagt man das total gern. Und mittags eben Mahlzeit. Das passt gut zusammen, finde ich. Was machst du, wenn du unsicher bist? Ich meine, du kommst neu in ein Team und du weißt nicht, wie die Leute grüßen. Was ist dein Plan? Ich sag erstmal neutral Hi oder Hallo. Und dann höre ich zu. Wenn 3 Leute nacheinander Mahlzeit sagen, dann fange ich auch damit an. Wenn niemand das sagt, bleibe ich bei Hallo. Ganz einfach. Guter, praktischer Tipp. Und noch was, wenn jemand Mahlzeit zu dir sagt, während du gerade am Schreibtisch arbeitest und nicht isst, ist das nicht schlimm. Einfach lächeln und vielleicht Danke sagen, kein großes Ding. Ja, oft geht das in Sekundenschnelle. Kurz nicken, Mahlzeit und weiter. Ist auch nett, wenn man keine Zeit für Smalltalk hat. Das Wort macht die Verbindung trotzdem. Lustige Story. Ein Kollege von mir hat mal morgens um 9 total müde zu unserem Chef Mahlzeit gesagt. Der Chef hat gelacht und meinte, puh, dann wird's aber ein langer Tag, war am Ende ein guter Icebreaker. Haha, ja, so kleine Missverständnisse sind eigentlich süß. Wichtig ist, dass man freundlich bleibt. Niemand erwartet Perfektion. Gerade als Lernende oder Lernender darf man Fehler machen. Ich habe auch mal Moin in Süddeutschland gesagt und die Leute waren so, oh, du kommst aus dem Norden? War sofort ein Gespräch. Regionale Wörter öffnen Türen. Total. Regional heißt ja in verschiedenen Gegenden. In Bayern hörst du vielleicht Servus oder Grüß dich. Im Norden Moin und mittags eben oft Mahlzeit. Jedes Wort zeigt ein kleines Stück Kultur. Noch ein Mini-Hinweis für die Aussprache. Viele sagen es locker Mahlzeit, also 2 Teile wie Mahl und Zeit. Nicht zu schnell, ganz normal, kein großes Theater. Und Bedeutung ganz simpel, Mahl ist Essen, Zeit ist Zeit, also Essenszeit. Das versteht man dann auch gut, finde ich. Sehr direkt. Was sagst du, wenn jemand Mahlzeit sagt und du willst ein bisschen netter sein, also mehr als nur zurückgrüßen? Ich sag oft, danke gleichfalls. Oder lass es dir schmecken, das ist freundlich, aber kurz. Und wenn ich Zeit hab, na was gibt's bei dir heute? Dann hat man gleich ein kleines Gespräch. Ja, Essen ist immer ein gutes Smalltalk-Thema. Was isst du? Wo hast du das gekauft? Ist die Kantine heute gut? Sehr einfach, sehr nett? Genau. Und wenn du so gar nicht weißt, was passt, lächle und nicke. Das wirkt immer freundlich. Körpersprache hilft viel, besonders wenn man noch lernt. Was ich auch höre, manche sagen, Mahlzeit klingt alt. Andere finden es charmant. Am Ende ist es Geschmackssache. Mach, was zu dir passt und zur Firma, in der du bist. Ja, und wenn dein Team es liebt, dann nutzt du es eben mit. Es fühlt sich dann schnell normal an. Und wenn jemand es blöd findet, ist das auch okay. Man kann das ja respektieren. Noch ein kleines No-Go vielleicht in sehr formellen Situationen, also bei wichtigen Kundenterminen, würde ich es nicht benutzen. Da sage ich guten Tag oder guten Appetit, wenn wir wirklich essen. Guter Punkt. Mahlzeit ist eher locker kollegial, unter Leuten, die sich kennen. Dann funktioniert es super und es macht die Mittagszeit irgendwie leichter. Zusammengefasst, Mahlzeit ist ein Mittagsgruß, so zwischen 11 und 14 Uhr. Vor allem im Büro, in der Küche, in der Kantine. Du kannst einfach mitmachen, wenn andere es sagen. Und wenn du unsicher bist, beobachte die Leute, hör zu und dann mach es nach. Wenn jemand es zu dir sagt, antworte mit Mahlzeit oder Danke gleichfalls. Ganz entspannt. Oh, Jens. Ich mein bei nicht wart. Falls. Dann bald. Dann bald. Die Elch. Probier's doch mal in der nächsten Pause. Einfach zu den Kollegen sagen, Mahlzeit, und gucken, was passiert. Meistens gibt's ein Lächeln zurück. So, ich glaube, jetzt haben wir echt viele Beispiele und Tipps gegeben. Ich habe jetzt auch Hunger bekommen. Vielleicht gibt's bei mir heute Pasta. Mal sehen. Oh ja, Pasta klingt gut. Bei mir wird's wohl ein Sandwich. Leute, sagt uns gern, wie das bei euch ist. Sagt ihr Mahlzeit in eurer Firma? Ja, schreibt uns das in die Kommentare. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine Folge mehr. Genau, danke fürs Zuhören. Viel Spaß bei eurer nächsten Mittagspause. Und, na klar, Mahlzeit. Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt neugierig.